Ja, meine Damen und Herren, Jugend musiziert neigt sich dem Ende zu und selbst der Himmel in Genf ist ein wenig traurig und weint dabei. Jetzt ist aber erst noch mal der Moment, Sie alle gebührend und euch alle gebührend zu verabschieden und Danke zu sagen. Mein Name ist Dieter Greulich, ich bin immer noch der Schulleiter hier und neben mir steht Frau Anke Hampel, Mitglied des Vorstands der Deutschen Schule Genf. Wir begrüßen Sie insbesondere alle hier im Raum und unsere Ehrengäste, allen voran unseren Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz Herrn Markus Potzel mit seiner Frau. Dann Monsieur le Maire de Vernier, Herr Gianreto Agramund. Unseren Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Matthias Kern. Die Mitglieder des Vorstands der Deutschen Schule Genf, unsere Geschäftsführung. Und die Mitglieder des Landesausschusses Jugend musiziert, Herrn Martin Richter, Frau Irene Rieck und Herrn Robert Bär. Die Hauptpersonen der ganzen Veranstaltung sind natürlich aber unsere Musiker und Musikerinnen, die uns aus ganz Europa hierher in Genf gefunden haben und uns eine wunderbare Woche bereitet haben. Ich hatte die Gelegenheit, die Preisträgerkonzerte zu genießen. Ich bin unheimlich begeistert. Ich danke allen Unterstützenden, die Eltern, die Lehrer, das ganze Support-Team. Es ist eine unheimlich tolle Gemeinschaft, die ich diese Woche hier erleben konnte, und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Weg hierher gefunden haben. Und damit übergeben wir in ein wunderbares Programm, einen guten Genuss an alle.
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Eltern, Lehrkräfte, Förderer und Gäste. Unter den Lehrkräften möchte ich ganz besonders begrüßen Herrn Greulich, Frau Hampel und die weiteren Mitglieder des Schulvorstandes, unseren Honorarkonsul Herrn Kern und auch Monsieur Le Maire. Bonjour. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, bei diesem Abschlusskonzert von Jugend musiziert mit Ihnen zusammen. Vor allem freue ich mich aber auch, liebe Schülerinnen und Schüler, euch hier heute zu erleben, und wir haben das ja zum Teil schon getan. Nach der Preisverleihung gestern steht heute nochmal die Musik im Mittelpunkt und damit das, was ihr in den vergangenen Monaten erarbeitet habt, mit Disziplin, Mut, Ausdauer und auch sehr viel Leidenschaft. Ich selbst spiele leider kein Instrument, aber ich erahne, dass hinter dem, was auf der Bühne so leicht aussieht, sehr viel mehr steckt. Stunden des Übens, Momente des Zweifelns, der Versuch, es immer noch ein bisschen besser zu machen und dann der Augenblick, in dem man dann nach vorn geht, tief Luft holt und anfängt. Genau das verdient großen Respekt. Dass dieses Abschlusskonzert an der Deutschen Schule in Genf stattfindet, ist in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, denn die Schule feiert in diesem Schuljahr ihr 50-jähriges Bestehen, und ich kann mich erinnern, letztes Jahr, Ende September, war ja auch ein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen dieser Schule. Und die Schule in Genf richtet aus diesem Anlass eben auch diesen Landeswettbewerb der deutschen Schulen im Ausland im Verbund Nördliches Europa zum 30. Jubiläum von Jugend musiziert aus. Zu diesem Anlass sind ungefähr 200 Musikerinnen und Musiker aus 15 deutschen Schulen aus dem europäischen Ausland hier in Genf zusammengekommen. Das allein ist schon ein starkes Zeichen für Talent, für Begegnung, für Austausch und für die verbindende Kraft der Musik. Die Deutsche Schule Genf ist dafür ein sehr passender Ort. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie lebendig musikalische Förderung hier ist. Schülerinnen und Schüler dieser Schule haben bei Jugend musiziert schon viele beachtliche Erfolge erzielt. Darauf könnt ihr als Schulgemeinschaft unheimlich stolz sein. Und die Tradition zeigt, hier wird musikalisches Talent nicht nur entdeckt, sondern auch mit großem Engagement begleitet und gefördert. Und ich erinnere mich, bei dem 50-jährigen Schuljubiläum im September letztes Jahr wurde extra ein eigenes Lied komponiert. Und für all das möchte ich vor allem Frau Martha Slaby danken. Wo ist sie? Da, großer Applaus.
Frau Slavi hat als Musiklehrerin, auch Kulturbeauftragte der Schule mit großem Einsatz, mit Überblick, mit Geduld dazu beigetragen, dass dieser Wettbewerb gelingen konnte. Solche Veranstaltungen entstehen ja nicht von selbst, das wissen wir alle. Sie entstehen, weil Menschen Verantwortung übernehmen und jungen Talenten Raum geben. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Mein Dank gilt ebenso allen Lehrkräften, den Eltern, den Unterstützerinnen und Unterstützern, den Sponsoren, von denen auch einige heute anwesend sind, sowie allen, die dieses nicht nur das Wochenende, sondern diese gesamte Zeit seit Mittwoch hier möglich gemacht haben. Liebe Jugendliche, unabhängig von Urkunden, Preisen, Platzierungen, was bleibt, ist mehr als ein Wettbewerb. Es bleibt die Erfahrung, Teil von etwas Größerem zu sein. Es bleibt die Begegnung mit anderen jungen Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen. Und es bleibt das Wissen, ich kann etwas wagen, ich kann mich zeigen, ich kann mit meinem Können andere berühren. Und genau darin liegt der eigentliche Wert von Musik. Und vielleicht ist das in diesen Zeiten von Verunsicherung, schlechten Nachrichten in der Welt auch eine wichtige Botschaft und eine tröstende Botschaft, dass internationale Begegnungen eben nicht nur auf Konferenzen stattfindet, sondern eben auch hier in Schulen, in Konzertsälen und in der Sprache der Musik und dass es eben auch Freude und Spaß machen soll. Den Preisträgerinnen und Preisträgern, die für den Bundeswettbewerb ausgewählt wurden, gratuliere ich sehr herzlich. Und euch allen wünsche ich, dass ihr euch die Freude an der Musik bewahrt und nicht nur für Wettbewerbe, wie gesagt, sondern eben für euer ganzes Leben. So, im Anschluss lädt die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, die wir ja in Bern sind, herzlich zu einem Empfang ein. Der wird in der Mensa stattfinden. Und ich freue mich auch dort, mit allen nochmal zu feiern, weiter zu feiern, ins Gespräch zu kommen. Aber nun machen wir weiter mit schöner Musik. Und ich freue mich sehr darauf und hoffe, ihr habt alle Spaß dabei. Vielen Dank.
tried to say I love you. You've tried to tell you love me. We thought it was the best to say goodbye. But it felt like you didn't mean it. So I decided to leave it alone. But now it's all too late. We have to let it go. I'm sitting here all alone, and I've got nobody to call, 'cause your name's not on my phone. And I've been playing them all over, all the moments now gone, 'cause I can't seem to get over everything we had become. And I have tried to say I want you. You've tried to tell you want me. But we thought it was the best to say goodbye. But it felt like you didn't mean it. So I decided to leave it alone. But now it's all too late. We have to let it go. 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 I've tried to say I miss you. You've tried to tell you miss me. We thought it was the best to say goodbye. But it felt like you didn't mean it. So I decided to leave it alone. But now it's all too late. We have to let it go.
Herr Botschafter des Bundesrepublik Deutschland in Bern, Herr Honorarkonsul des Bundesrepublik Deutschland, Herr Direktor der Deutschen Schule Genf, sehr geehrte Damen und Herren, meine Damen und Herren, liebe Musikerinnen und Musiker. Von einigen Tagen dürfen wir Sie hier in Vernier zur diesjährigen Ausgabe von Jugend musizierten willkommen heißen. Heute kommen wir bereits wieder zusammen, um den Abschluss dieser besonderen Tage zu feiern. Die vergangenen Tage waren erfüllt von Musik, Begegnung und neuen Entwicklungen. Sie haben ihr Talent, ihre Arbeit und ihre Leidenschaft miteinander geteilt. Und sie haben gezeigt, wie Musik junge Menschen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenbringen kann. Ich möchte jeder und jeden Einzelnen von Ihnen herzlich gratulieren. Natürlich werden heute einige von Ihnen einen Preis erhalten, aber ich bin überzeugt, dass Sie alle bereits Gewinnerinnen und Gewinner sind. Denn an einem Wettbewerb wie diesem teilzunehmen erfordert Mut, Disziplin und großes Engagement. Mein besonderer Dank gilt auch den Organisatorinnen und Organisatoren, Frau Marta Slaby, den Mitgliedern der Jury, den Lehrpersonen, den Familien sowie alle Menschen, die zum Erfolg dieser Tage beigetragen haben. Für einige Tage ist Vernier zu einem internationalen Ort der musikalischen Begegnung geworden. Und wir sind sehr stolz darauf, diese Veranstaltung in unserer Stadt ausrichten zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie nicht nur mit schönen Erinnerungen nach Hause reisen, sondern auch mit neuen Freundschaften und mit der Freude, die Musik weiterhin überall in der Welt zu tragen. Im Namen der Stadt Vernier gratuliere ich Ihnen alle herzlichen und wünsche Ihnen ein wunderbares Preisträgerkonzert. Ich danke Ihnen.
illusion play, crumbling away on your source of self-destruction. Laden up with fear, sucking darkest glare, sitting on your desk construction. Taste me, you will see. More is all you need. Dedicated to hard killing you. Controlling faster. Obey your master. Your life burns faster. Obey your master. Master puppets and pulling strings. Twisting and lying, smashing your dreams. Finally, you can't see a thing. Just comedy, 'cause all you scream. Master, just comedy, 'cause all you scream. Master. Laughing at my cry. Ja, das ist also Jugend musiziert im Jahre 2026. Sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Schulleiter Greulich, meine Damen und Herren. Aber natürlich jetzt gehen meine Worte an die lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So schnell vergeht die Zeit. Vor einer Woche beschäftigten wir uns noch mit diesen Fragen, die die ganze Zeit an uns herangetragen wurden. Was ist überhaupt dieser Aufwand wert? Was für ein großer Aufwand und wie viel das alles kostet? So, und wenn wir jetzt hier stehen nach einer Woche, dann sagen wir ja, weil es sich lohnt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns hier alle miteinander verbindet, das ist die Liebe zur Musik. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir vor 30 Jahren, hätten wir vor 30 Jahren gedacht, irgendwann sitzen wir dann hier in Genf und haben ein Abschlusskonzert mit über 100 Teilnehmern, die hier alle erfolgreich in allen Genres musizieren, von was wir gerade gesehen haben, bis hin zur Barockmusik. Ja, da wären wahrscheinlich diese Professoren Anfang der 90er vom Hocker gefallen. Ja, und was haben wir uns anhören müssen, dass man gesagt hat, ja, also Jugend musiziert, irgendwann wird das nicht mehr gehen. Wir sind jetzt im Zeitalter der Technologie, wir haben jetzt die Smartphones, wir haben Internet und. Und wir sehen, es ist ungebrochen, die Liebe zur Musik ist noch da und ihr, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, habt so tolle Leistungen gezeigt, die uns alle überzeugen, dass wir alle sagen, das hat sich gelohnt und wir danken euch für euren Elan, für eure Mühe. Und wir gratulieren euch natürlich zu euren Leistungen, auch wenn nicht jeder eine Weiterleitung bekommen hat. Aber wir sind sehr stolz auf euch. Und jetzt mache ich es ganz kurz. Und ich hoffe, ungebremst bleibt diese Leidenschaft. Und wir sehen uns alle im nächsten Jahr wieder zum Jugend musiziert 2027. Dankeschön.
Hallo zusammen. Ich wollte noch 2, 3 Worte sagen, bevor ich spiele. Ich bin Tom Müller, ehemaliger Schüler an der DSG und es ist tatsächlich das letzte Jahr, wo ich teilnehmen kann bei Jugend musiziert und deshalb wollte ich mich nochmal bedanken beim Wettbewerb, dass ich teilnehmen konnte und natürlich ganz herzlich an die ganze Organisation, die hier zuständig war für den Landeswettbewerb hier in Genf und ganz besonders
Natürlich wurde schon mehrmals gesagt, aber Frau Mataslavi, ehemalige Lehrerin von mir und es war auch eine wichtige Person in meinem musikalischen Leben, muss ich sagen. Und genau, deshalb nochmal herzlichen Dank. Und genau, da wollte ich noch 2, 3 Worte sagen zu meinem Stück. Also es ist ein spanisches Stück von Granados, El Pelele, das heißt auf Spanisch so ein Strohmännchen und deshalb hoffe ich, ich kann euch von der Leichtigkeit und aber auch gleichzeitig der Brillanz des Stücks überzeugen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Botschafter Markus Potzel, sehr geehrte Gäste aus der Deutschen Botschaft Bern, geschätzte Ehrengäste und Sponsoren, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Freundinnen und Freunde der Musik. Heute stehen wir hier am Ende eines ganz besonderen Wettbewerbs. Voller Proben, Aufregung, Begegnungen und vor allem voller Musik. Viele, viele Tage liegen hinter uns. Und wenn ich jetzt auf die letzten Tage zurückblicke, nehme ich mir vor allem 2 große Erkenntnisse mit nach Hause, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Die erste Erkenntnis ist, ich habe selbst in dieser intensiven Zeit erfahren, wie viel Kraft in einem selbst liegen kann. Denn Organisation bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und auch in herausfordernden Momenten Haltung zu bewahren. Dabei habe ich erkannt, in uns steckt oft mehr Stärke, als wir glauben. Doch noch wichtiger ist die zweite Hälfte dieser Erkenntnis. Ohne die vielen engagierten Menschen im Hintergrund, die geplant, koordiniert, begleitet und unterstützt haben, wäre dieser Wettbewerb nicht möglich gewesen. Stärke entsteht nämlich nicht im Alleingang, sie entsteht im Miteinander. Ein solches Fest lebt von Menschen, die sich mit Herzblut einsetzen, die hinter der Idee von Jugend musiziert stehen, die wissen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Daher möchte ich mich heute insbesondere bei allen Menschen im Hintergrund bedanken und nicht auf der Bühne. Das hat Robert Bär ja gerade schon getan. Und zunächst möchte ich meinen ganz besonderen Dank aussprechen an meine Schülerinnen und Schüler aus Klasse 11 und 12, die nach monatelanger Planung und Vorbereitung in den letzten Tagen komplett über sich hinausgewachsen sind und für einen reibungslosen Ablauf im Catering, beim Rahmenprogramm und im Wettbewerb gesorgt haben. Das sind Nolan Navarro, Tobias Wolf, Gustavo Gottwald, Leo Moll, Jonas Tapella, Benjamin Erhardt, Emma Leonhardt, Clara Jaschop, Charlotte Beck, Leonie Pohl, Mareike Lagerwey, Lennart Kraxner, Selma von Uexküll-Farrell, Tanja van Dree, Lukas Kranerwetter, Devin Odok, Karl Neusser, Christopher Centuriani, Luisa Valle-Klann, Grace Hewitt und Clara Gebauer. Steht es bitte auf, damit ihr euch einen sehr verdienten Applaus abholen könnt. Besonders bedanken möchte ich mich weiterhin bei einer Eltern- und Lehrerinnengruppe, die nicht nur Sie stets mit einem freundlichen Lächeln in der Schule und in der Kirche begrüßt hat, sondern mich wahnsinnig viel in den letzten Tagen, aber auch Monaten unterstützt hat. Das sind Nicole Eitner, Elinor Zielenbach, Songül Odok, Heidi Neusser, Marie-Louise Morak, Christina Andjelkovic, Ricardo Meyer, Lise Michel, Anje van Dree, Olivia Veit, Michaela Kraxner. Bitte steht auf, der Applaus ist für euch. Weiterhin möchte ich mich sehr herzlich bei unserem technischen Team aus Helsinki und Genf bedanken. Tim Kröckel, Max Jeskeleinen, das war richtig, das war bestimmt falsch, Anton und Severi, danke, dass ihr hier den Bühnenaufbau macht. Mila Schmachtel, Oskar Nüssle, Leon Delbling und Nikolas Morak. In diesem Atemzug möchte ich aber auch noch einen Riesendank an Kai Zimmermann für sein unglaubliches ehrenamtliches Engagement für die technische Ausstattung der Aula und die Einrichtung des Chorraums richten. Zu diesem Team zählt auch noch unser Social Media und Marketing Team, das nicht nur für Fotos und Videos zuständig ist, sondern auch für ganz viel anderes, noch was ihr gar nicht seht. Das sind Katja Pauli, Emily Stehli, Julian Ginso,
Thomas Friedrich, Nico Tönnissen, Rainer Bernhard. Ich weiß, ihr steht schon, deswegen müsst ihr jetzt einfach winken beim Applaus, okay? In diesem Zusammenhang möchte ich noch sagen, dass es einen 4. Infobrief geben wird und dort wird es auch sozusagen eine passwortverschlüsselte Möglichkeit geben, an unsere Fotos und Videos ranzukommen. Weiterhin möchte ich mich noch bei vielen anderen Helfern aus und um die Schule bedanken. Bei unseren beiden Praktikanten Tabea Reinders und Raphael Kowalk für eure tolle Unterstützung, Gregor Burkhardt für seine ärztliche Bereitschaft, Hausmeister Pascal Klerk für alles rund um das Gebäude, Alex Labi für das Jumo-Design, Inga Vetter für die gefühlvolle Korrepetition, Eltern und Schülerinnen für Kuchenspenden, Mario Lastnik, Alexander Riveros, Bettina Böckle, Tini Wagner für die Gestaltung unseres Rahmenprogrammes, unsere Schülerjury, bestehend aus Nikolaus Mora, Karl Neusser, Selma von Uexküll und Farel Tanje van Dree, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde für Raum mit Flügel sowie dem Kirchenvorstand für die Genehmigung, dass wir den Wettbewerb dort ausführen können. Danke auch an alle Auslandslehrer und Eltern für die Begleitung aller Musikerinnen nach Genf. MusikerInnen möchte ich eigentlich immer sagen, aber ich versuche schnell zu sein, damit wir schnell zum Essen kommen. Allen Mitarbeitern der DSG für das Mittragen dieser Großveranstaltung durch Freigeben von Räumen, helfen bei der Kinderbetreuung, Barbara Haider für die viele Mehrarbeit in der Buchhaltung, dem Vorstand und der Schulleitung und insbesondere auch Dieter Greulich für die Unterstützung und Genehmigung, das musikalische Event an die DSG zu holen. Jetzt darf wieder aufgestanden werden. So, es kommt noch ein bisschen was. Ich möchte mich noch bedanken bei vielen Jurymitgliedern aus den eigenen Reihen, aber auch aus den Jumu-Reihen und von externen. Ihr habt absolut großartige Arbeit geleistet. Und das waren Irene Rick, Robert Bär, Nicole Eitner, Elinor Zielenbach, Marcin Lemiszewski, Thomas Jungeblut, Katja Maywald, Samuel Manzano, Christian Färber, Michael Wiener, Anastasia Wolczok, Marlene Nefjedorf, Diana Patakovic, Anicio Giorgi Giustani, Martin Jacques Dalcroze. Der Applaus ist für euch. Aber wie Sie alle wissen, ohne finanzielle und materielle Unterstützung hätten wir nicht so einen schönen Wettbewerb gestalten können. Daher möchte ich mich auch ganz, ganz stark bei unseren Sponsoren und Unterstützern bedanken. Botschafter Markus Potzel und der Deutschen Botschaft Bern, Stefan Mahl von Mahlzeit, Sebastian Dietrich von Lederach, Marc Gauci von Servette, Thomas Jung von Cecilia Konzertagentur, Bettina Böckle von Mind Mad Mountain, Geneva Airport, Givaudan, Holiday Inn, Boulard Musique, der UNO und dem CERN. Ganz herzlichen Dank. So, einen ganz besonderen Herzensdank muss ich aber noch mal an 3 spezielle Personen richten, mit denen ich das große Glück hatte, dieses Jahr zusammenzuarbeiten. Und zwar sind das die 3 Personen aus dem Landesausschuss Jugend musiziert. Kommt bitte einmal kurz auf die Bühne. Das sind Martin Richter, Irene Rick und Robert Bär. Hinten. So, ich möchte mich bei euch bedanken,
dafür, dass ihr mir so viel beigebracht habt und dass ihr so geduldig mit mir wart, obwohl ich ja eigentlich ein Newbie für euch bin, ne? Obwohl ich jetzt seit 6 Jahren hier bin, trotzdem bin ich ja eigentlich noch Anfänger im Vergleich zu euch, die das seit 30 Jahren machen. Und Irene, du bist einfach auch so ein bisschen meine Jumu-Mama, ne? Die mich da so ein bisschen eingeführt hat und immer so einen unglaublich klaren Blick hast und ja, mir immer mit offenem Ohr und Herzen zur Seite stehst. Vielen Dank dafür. Ihr beide. So, und Martin, weißt du eigentlich, wie oft ich gefragt wurde, wer eigentlich dieser Martin ist, von dem ich immer rede in den letzten Wochen? Denn immer, wenn ich Jumu erwähnt habe, ist im zweiten Satz spätestens auch dein Name gefallen und alle wunderten sich schon ein bisschen, wie das sein kann. Aber gefühlt hatten wir auch quasi eigentlich ab Januar eine Standleitung zu jeder Tages- und Nachtzeit und das war eigentlich verrückt, weil ich konnte dich von 7 Uhr morgens bis mindestens Mitternacht immer kontaktieren und für dich war das irgendwie auch normal. Ich hätte mir auf jeden Fall kein schöneres Team als euch 3 an meiner Seite vorstellen können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und wer aufmerksam zugehört hat, fragt sich jetzt, wann kommt denn jetzt endlich Ihre zweite Erkenntnis? Die kommt jetzt, wir sind schon fast am Ende. Denn in der Kategorie Jumu Open durften wir einen besonderen Wettbewerbsbeitrag hören mit dem Titel Wo die Musik beginnt von Colette Bernard. Eine Frage allerdings, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Musik beginnt oft im Stillen, im Übungsraum, im sich vertiefen, im persönlichen Wachsen am Instrument. Doch die wahre Kraft entfaltet sich erst, wenn wir sie teilen, wenn wir einander zuhören, miteinander über Musik sprechen, vielleicht sogar gemeinsam auf der Bühne stehen, aufeinander reagieren, miteinander atmen. Und genau dort entsteht etwas, das größer ist als wir selbst. Und das ist die Gemeinschaft. Und ich glaube, genau das haben wir in diesen Tagen erlebt. Menschen aus ganz Nordeuropa sind zusammengekommen mit unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen, Geschichten und aus unterschiedlichen Generationen. Und doch haben wir alle eine ganz starke gemeinschaftliche Verbindung, was man übrigens spätestens gestern Abend drüben bei der Party auf der Tanzfläche nicht nur spüren, sondern auch sehen konnte. Und damit möchte ich schon zum Schluss kommen und zugleich auch den letzten Programmpunkt dieses Abschlusskonzerts einleiten, bevor wir der großzügigen Einladung unseres Botschafters zum Empfang in die kleine Mensa gegenüber, nicht dahin folgen, genau. Nicole Eitner und ich haben für das heutige Konzert einen Song über den Landeswettbewerb in Genf geschrieben. Ursprünglich trug das eigentlich nur den ganz schlichten Arbeitstitel Jumu-Song, mit einer klaren Vorgabe, das muss jetzt aber ganz schnell gehen, wir haben keine Zeit. Ohne feste Richtung kristallisierte sich jedoch eine Sache sehr schnell heraus, nämlich darum, worum es eigentlich gehen wird. Es geht nämlich nicht um das Ich, es geht um das Wir. Vielleicht wurden wir da auch ein bisschen inspiriert von unserer aktuellen Schulhymne, aber die habt ihr ja auch alle gehört am Mittwoch, aber dieser Gedanke ist so zentral, und zwar nicht nur in der Schule, nicht nur bei Jugend musiziert, sondern tatsächlich in der gesamten Gesellschaft. Gemeinsam geht es einfach besser als gegeneinander. Und genau dieses Wir möchte ich heute mit Ihnen allen feiern. Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen nun einen unvergesslichen musikalischen Abschluss dieses wunderbaren Wettbewerbs. Bühne frei für unseren Abschlusssong Musik im Wir. Danke. Alle Musiker vor die Bühne, also Sänger vor die Bühne, Instrumentalisten auf die Bühne. Martha, du hast eine Sache nicht bedacht.
Wer hat an dieser Schule das letzte Wort? Und das gilt natürlich auch heute, hat aber ganz einfach damit zu tun, dass du dir selbst nicht danken kannst und willst. Aber wir wollen das natürlich unbedingt tun. Ganz, ganz herzlichen Dank für die viele Arbeit, die du geleistet hast und für die tollen Tage, die du uns gemeinsam mit den anderen beschert hast. Vielen, vielen Dank. Und natürlich gibt es für unsere Martha ein großes Erholungsgeschenk, weil das hat sie ganz doll nötig jetzt. Wir sehen es ihr nicht an, aber sie hat sehr, sehr viel geleistet. Außerdem wollen wir uns stellvertretend bei Nicole Eitner und Elinor Zielenbach bedanken. Bitte nach oben. Und er wurde schon erwähnt im Hintergrund und bitte auf die Bühne. Kai Zimmermann, bitte. Wie gesagt, es gab ganz, ganz viele, die hier gewirkt haben und in dem Fall auch ein ganz persönlicher Einsatz. Kai hat alle persönlichen Kontakte in Deutschland spielen lassen und ganz, ganz viel Technik aus Deutschland persönlich hier eingefahren. Und dafür bedanken wir uns. Insofern, danke. So, jetzt kriege ich meine Noten. Ja, deine Noten sind hier. So, danke. Soll ich dir was abnehmen? Ein Da brauchen wir die Instrumente. Instrumente. Thank